So, heute installieren wir eine Applikation, um das auf dem Handy auch prüfen zu können. Dazu gehen wir in den Google Play Store und dort suchen wir nach Exodus Privacy App. Wir achten darauf, dass dieses E-Symbol so in dieser Form sichtbar ist und dort installieren wir bzw. anschließend öffnen wir das Programm und dann geht das gleich weiter. Was sind nun Abstracker? Ihr habt sicher noch von den Keksen im Englischen Cookie genannt gehört, oder? Die Älteren von uns wissen sicherlich noch, wie man damals schon seit 2002 von einem Plätzchen gesprochen hat. Und dass man darüber diskutiert hat, wie man vorher abfragen muss, ob jemand bereit ist, diese krümelnden Teilchen auf seinem Computer zu speichern oder nicht. Bereits seit 2009 wurde in der EU die Cookie-Regelung eingeführt. Und spätestens seit 2019 ist sie auch, nachdem Deutschland verklagt worden ist, fester Bestandteil auch der DSGVO. Diese Abstracker sind gemeiner als diese Cookies, denn hier wird direkt das Tracking an fremde Firmen übertragen. Also nicht nur eine Datei im eigenen Computer gespeichert, nein, es wird auf verschlüsselten Ports 443 munter Daten übertragen und ihr wisst nicht was, weil es verschlüsselt erfolgt. Warum übertragen Börsen wie Binance aber Daten an AppsFlyer, einer amerikanischen SAS-Plattform für mobile Marketinganalysen und Attribution mit Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, oder Banken wie die La Caixa an Tealium, einem API-Tracking? So schreibt Feld M. Mit der neuen Tracking-Lösung ist die Postbank nun deutlich flexibler beim Implementieren von Tracking- und Third-Party-Tags. Prima! Wurde denn die Postbankkunden vorher auch gefragt, ob die damit einverstanden sind, dass die Daten an Tealium kopiert werden? Das Dokument stammt wohl aus dem Jahr 2020. Ist das nun der Grund, warum die Postbank an die Deutsche Bank verkauft wurde? Die La Caixa überträgt auch an Huawei. Bereits im Jahre 2023 berichtete der Spiegel über einen Millionen-Deal zur Spitzel-Affäre. Dabei ging es um Spionage von Huawei, zum Beispiel über Internettechnik, wie Router etc. Die Frage stellt sich wohl, mit Recht, warum überträgt die La Caixa Spanien an Huawei Daten von mir? Jetzt kommt sicher das Gegenargument, da werden keine Daten übertragen. Höchstenfalls vielleicht ein Keks. Na hasch mich, ich bin der Frühling oder was? Wenn man diese Daten verschlüsselt über Port 443 überträgt, dann können diese von keinem ausgelesen werden. Oder vielleicht absolute Spezialspezialisten. Es kann also versteckt alles gesendet werden. Und warum muss man das auch tun, wenn man nur seine Daten von der Bank in Spanien abrufen will? Was muss Huawei oder Tealium das wissen? Und warum bekommt dann zusätzlich noch Facebook, Meta-Konzern, diese Daten? Für mich riecht das nach fremdem Verkauf der Daten. Damit kann man zusätzlich Geld verdienen und zusätzlich bekommt man Informationen, über die man normal gar nicht kommen könnte. Es wird also die DSGVO, GDPR, komplett ausgehebelt. Das, was in den versteckten Archiven irgendwo über uns gespeichert wird, können wir nicht prüfen. Es wird Zeit dafür, diesem Vorgehen ein Ende zu machen und hohe Strafen zu verhängen. So, ich installiere mal die eine andere Bank. Play Store. Probieren wir das mal mit der Deutschen Bank aus. Deutsche Bank. Deutsche Bank España. Probieren wir das mal mit der Deutschen Bank España. Es ist ja egal. Deutsche Bank ist Deutsche Bank. Und hier ist es wahrscheinlich eher möglich, dass hier das gleiche Problem auftaucht. Und wir machen das auch nochmal bei der BBUWA. So, mal öffnen. Ich bekomme keine Datenschutzhinweise. Verwendung von Browserinformationen. Die Inhalte der verwendeten Geräte nur, um die Nutzung der App statistisch zu analysieren. Downloadquellen, verwendetes Gerät und am häufigsten. Dass wir ihre Daten nicht an Dritte weitergeben. Aha, gut. Also wir sagen, wir bestätigen das jetzt, steht hier, dass wir Daten nicht an Dritte weitergeben. Okay, bestätigen. Richtig gespeichert, sagt er. Das findet er toll. Gut. Dann gehen wir da weiter. Wie gesagt, ich bin ja nicht Kunde. Gut. Also das ist jetzt der erste. Gut, und dann nehmen wir wieder die Play Store. Machen wir eine andere Bank. BBUWA.
BBVA. España. Das ist die BBUWA installieren. Ich möchte wissen, ob diese Banken, wenn sie 1-2 Mal genutzt worden sind, schon Daten auch wieder an irgendwelche Tracker überstellt hat. Deutsche Bank wäre natürlich der richtige Hammer. BBUWA ist auch schon ziemlich heftig. Was haben wir denn noch? Okay, das soll mir reichen. Okay. Da war gar keine Abfrage. Dann nehmen wir den Play Store BBUWA. Nehmen wir mal N26. N26. Installieren. Öffnen. We care out your privacy. Protection of personal. Cookies. With our partners located outside of the European. Da wird mal informiert darüber. Da sagen wir Reject All. So, jetzt aber weiter. Gut. Also, wir haben gesagt Reject All. Gut. Dann wollen wir doch das mal gucken, was wir denn nun schon wieder gesammelt haben. Exodus. So, N26, BBUWA und Deutsche Bank. Da haben wir nichts. Dann müssen wir vielleicht irgendwie noch einen Refresh auslösen. Okay. Berichtsdatenbank wird aktualisiert. Gut. Das dauert natürlich ein Weilchen. Das scheint fertig zu sein. BBUWA. BBUWA. Da hat er nichts. N26. Deutsche Bank. Machen wir ruhig die nochmal auf. DB. Deutsche Bank. Weil ich traue denen den Braten nicht. So, dann machen wir jetzt nochmal BBUWA. Und dann machen wir nochmal N26, was so schön war. Gut. Also. Gucken wir nochmal in Exodus. PPS ab. Da! Und schon, guckt doch mal an. DB ab haben wir plötzlich drin mit 2 Zugriffen. So, dann haben wir BBUWA. Da, guckt euch das an. 5 Mal. 5 Tracker. So. Also, das wird nicht sofort und ihr müsst eventuell nochmal aktualisieren machen. Und dann ist das Programm ein bisschen zähflüssig. Dann müsst ihr vielleicht nochmal in Tracker und nochmal wieder zurück. Ja, vielleicht mal 1-2 Mal neu starten und dann findet ihr die alle da drin. So. Das Programm ist gut, das Handy ist natürlich hier jetzt überlastet, da sind also richtig viele Applikationen drauf im Moment und dann habe ich jetzt auch noch das Videoprogramm drauf und das ist natürlich richtig voll jetzt hier, also das interessiert uns nur BBUWA. Normalerweise, so geht es. 5 Tracker, das sind alle Tracker. Google Crashlytics, Google Firebase Analytics, Adobe Experience Cloud, da kennt er nicht den Grund dafür, Altbeacon und Salesforce Marketing Cloud. Wunderbar. Ja, also, gut. Also das ist schon mal ganz schlecht. BBUWA. Jetzt nehmen wir das N26. Da Deutsche Bank hatten wir ja auch. DB ab. 2. Analytics, Advertisement Location. An Huawei. Warum überträgt er Daten an Huawei? Ja, also Huawei Analytics.
Deutsche Bank. Ziemlich fraglich. Google Analytics. Warum überträgt er an Analytics? Ein Crash wäre ja okay, aber nicht an Analytics. Da sollen sich dann Experten mit beschäftigen. Also. Und dann haben wir N26. Da haben wir 7 fiese, rote. Rot sind die. 7. Adjust Analytics. Giphy Analytics. Google Crash Analytics. Das Crash wäre vielleicht okay. Google Firebase Analytics. Und Showplay. No Play. Plow. Snowplow Analytics. Also. Snowplow. Running on AWS und premised with Kafka. Super Sache, nein? Naja. Lustig, lustig. Ja. So, da werden also Daten übertragen. So, ich will euch schnell noch verraten, dass ich bereits schon wieder hinter einiges mehr gekommen bin und euch das in einem weiteren Video zeigen werde. Da gibt es auch noch weitere, feinere Details und wie ihr das weiter prüfen könnt, etc. pp. Also, es lohnt sich, den Kanal zu abonnieren und auch beim nächsten Video zuzuschauen. Tschüss!